Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Wenn es in der Vergangenheit ums Schneiden von Hartschaum ging, habe ich euch ja stets den Proxon Thermocut als das Werkzeug empfohlen. Schließlich ist es auch das Gerät, was sich in der Geländebauszene durchgesetzt hat. Nicht zuletzt dank des passenden MDF-Zubehörs von zum Beispiel Shifting Lens oder Perval. Allerdings tauchte auch immer wieder die Frage auf, wie es mit Alternativgeräten und günstigeren Modellen aussieht. Daher habe ich für euch auf Amazon gestöbert und mir den AGT Styroporschneider für nur 30 € bestellt. Zum Vergleich, der Proxon Thermocut liegt bei ca. 80 €. Schauen wir also mal, ob der Aufpreis lohnt oder ob der günstige AGT Styroporschneider die Nase vorn hat. Der AGT Styroporschneider kommt in einem schlichten Pappkarton ohne weitere Umverpackung daher. Verkäufer ist das Pearl Versandhaus, dort ist das Gerät übrigens genauso teuer. Enthalten sind eine Kunststoffbasis, die die Arbeitsfläche darstellt. Dazu ein Netzteil mit einem ca. 1 Meter langen Kabel. Dann ein Schlitten mit Feststellschrauben, sprich einem Führungsanschlag für gerade Schnitte. Außerdem eine Plattform mit Dorn, um Zylinder oder konische Formen zu schneiden. Weiterhin eine dreiseitige Anleitung auf Deutsch und Französisch und natürlich das Herzstück, der Schneidebügel mit Stromanschlussbuchse samt An-Ausschalter, der in die Basis gesteckt wird. Auf den Schneidebügel wird als erstes die Spule gesteckt, von der dann ein Stück Draht abzurollen ist. Der Draht auf der Spule ist rund 1,5 Meter lang. Ihr habt also immerhin etwas Reserve, sollte der Draht mal reißen. Zum Vergleich, beim Proxon habt ihr 30 Meter Draht auf der Spule, also das 20-fache als Reserve. Das erstmalige Einfädeln des Drahts ist deutlich fummeliger als beim Proxon Thermocut. Der Draht muss nämlich einige Zentimeter durch dieses kleine Loch hindurchgeführt werden, um dann ins Ende einen Knoten zu machen, um den Draht danach mit Hilfe der Spule spannen zu können. Hierbei fällt direkt auf, dass sich der Draht leider nicht wirklich gerade spannen lässt, egal wie viel Kraft man auch aufwendet. Denn der Draht ist mit rund 0,25 mm deutlich dicker und störrischer als der dünnere Proxon-Draht. Hinzu kommt, dass das Gerät nur mit einer einzigen Temperatureinstellung arbeitet. Laut Hersteller beträgt die Heißdrahttemperatur 400 Grad, wobei Hartschaum bereits bei unter 100 Grad schmilzt. All das sorgt beim Schneiden direkt für ein paar unschöne Effekte. Erstens, durch den nicht ganz geraden Draht sind eure Schnittkanten entsprechend nicht wirklich 100%ig gerade. Zweitens, durch die hohe Temperatur könnt ihr den Hartschaum zwar mühelos schneiden, aber gleichzeitig werden die Schnittkanten leicht angeschmolzen und es entsteht eine härtere Oberfläche. Was natürlich blöd ist, wenn ihr die Flächen danach noch strukturieren wollt. Außerdem habt ihr eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung mit ungesunden Dämpfen. Denn technisch gesehen wird der Hartschaum ja nicht geschnitten, sondern geschmolzen. Natürlich kommt ihr auch beim Proxon nicht ohne Geruchsentwicklung aus, aber dort lässt sich die Temperatur immerhin stufenlos zwischen ca. 100 und 200 Grad regeln. Je nach Bauteildicke oder Drahtlänge oder eurer gewählten Schneidetechnik könnt ihr die Temperatur also immer gezielt anpassen. Das ist spätestens dann unerlässlich, wenn ihr fein, präzise und mit möglichst wenig Verlust arbeiten wollt. Ein kleiner Pluspunkt beim AGT Styroporschneider sind die Markierungen am Schneidebügel, um den Draht schräg zu stellen. Beim Proxon hat man sich diesen Service leider gespart. Das Verschieben der Spule und das nötige Verlängern des Drahts ist jedoch ein klein wenig fummeliger als beim Proxon. Ein weiterer Nachteil des AGT Styroporschneiders ist aus meiner Sicht die kleine Arbeitsfläche. Größere Hartschaumstücke neigen daher zum Kippeln. Dafür wird mit der Plattform und dem Dorn gleich das nötige Zubehör geliefert, um Zylinder und konische Bauteile zu schneiden. Das ist bei größeren Bauteilen zwar etwas wackelig, aber immerhin. Beim Proxon könnt ihr euch mit einer aufgeklebten Heftzwecke behelfen oder zu passendem MDF-Zubehör von zum Beispiel Shifting Lens oder Perval greifen. Der meiner Meinung nach größte Pluspunkt beim AGT Styroporschneider liegt im mobilen Einsatz. Denn ohne die Basis kann der Schneidebügel wie ein Hartschaum-Handschneider benutzt werden, was ziemlich praktisch ist und ein echter Vorteil gegenüber dem Proxon Thermocut ist.
Aus meiner Sicht ist das aber auch wirklich der einzige Pluspunkt, den der AGT Styroporschneider bietet. Denn wie gesagt, der dicke Draht lässt sich nicht gerade spannen und sorgt für ungleichmäßige Schnittkanten. Und die nicht regelbare Temperatur verhindert präzise und feine Schnitte. Zudem erschwert die kleine Arbeitsfläche den Zuschnitt von bereits mittelgroßen Bauteilen. Wer aber nur ab und zu ein paar Hartschaumziegel oder simple Bauteile grob zurechtschneiden will, oder wer einen günstigen Handschneider sucht, für den könnte der AGT Styroporschneider eine Alternative sein. Und mit ein paar Klemmbausteinen hat man sich auch schnell eine eigene verbesserte Führungsschiene gebastelt. Ansonsten kann ich jedem Geländebauer nur empfehlen, die zusätzlichen 50 € für den Proxxon Thermocut zu investieren. Die Komfortfunktion werdet ihr schnell zu schätzen wissen und mit dem ein oder anderen MDF-Zubehör holt ihr dann ganz schnell ganz viel aus der Kiste raus. In diesem Sinne, viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!